Wir sind hier im schönen Tirol in Mils und besuchen die Firma Xtreme Scooter. Jawohl. Wir sind zu Gast beim Christian. Wie schon länger angekündigt, auch in Videos oder in Foren oder so, haben wir es jetzt endlich geschafft. Wir haben eine GTS mit 400 Kubik bauen können. Wirklich mit dem Serienblock, mit Bearbeitung natürlich. Okay. Und das Ganze mit Original Piaggio-Teilen. Die, was wir da jetzt sehen, das ist der erste Prototyp, was wir gebaut haben. Das hat 1,5 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, dass sie jetzt so steht, wie sie da steht und dass man sie starten kann und fahren kann. Es hat so viele Baustellen in den ganzen Bauprozess gegeben, dass wir es eigentlich wirklich schon mindestens 10-mal abbrechen wollten. Also kaum sind wir einen Schritt weitergekommen, sind wir beim nächsten Bauteil angelangt und sind wieder mehr oder weniger 2 Schritte zurückgekommen. Wir haben das versucht, alles wirklich mit Originalteilen zu bauen. Also es sieht aus wie meiner. Im Endeffekt fast schon, ja. Also ein Laie kann da sicher keinen Unterschied feststellen. Auch vom Wasserkühlsystem, wir haben das wirklich alles beibehalten können. Sämtliche Stecker, das ist wirklich alles beibehalten. Super, ja, sehr gut. Und das war eben der Aufwand und die Arbeit. Sie hat knapp 36 PS am Motor, was ca. 31, 32, je nach Wind, Wetter und so am Hinterrad sein. Ja. Okay. Und mehr ist dann natürlich auch möglich. Da ist noch einiges mehr möglich. Sagen wir jetzt noch nicht. Wir wollen ja wiederkommen. Ja, genau, ihr müsst wiederkommen. Ja. Wie ist denn die Nachfrage bei dir nach diesem Modell, nach der 400? Extrem. Also extrem, und zwar weltweit. Die GTR 400 ist ein Baustein von dem ganzen System, was wir im Kopf vorgehabt haben. Und zwar, wir werden diesen 400er Motor fertig verkaufen. Plug and Play. Genau, Plug and Play für jeden zum Einbauen. Das heißt jetzt für jede GTS 300, 250er und 310er. Okay. Dann für GTS 125, das wäre spannend. Und zusätzlich haben wir die Italjet Dragster, die New Dragster, auch den Motor. Dieselbe Motoraufhängung, sage ich jetzt, Aufhängung, und dieselbe Elektronik, sodass wir das 1:1 übernehmen können in die New Dragster. Und ich hätte einen 400er Motor aufgebaut. Ah, super. In meiner Werkstätte auf der Bühne. Ja. Ich würde sagen, gehen wir rein und dann zeige ich dir das, weil wie er so ausschaut, nicht nur eingebaut. Perfekt, dann sehen wir mehr. Passt. So, wir sind in der Werkstätte bei mir. Da steht das Herzstück, das Schmuckstück, der 400er Motor. Es sieht aus wie ein normaler Motor. Das war mein Wichtigstes. Das war meine Basis, der Ausgang, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich wollte das so von außen unspektakulär wie möglich machen. Und es werden auch alle Originalanschlüsse verwendet. Da wird nichts gelötet oder sonst was. Wirklich nichts. Das ist wirklich, wenn der zusammengebaut ist, Plug and Play. Jedes Bauteil ist aufwendig bearbeitet. Auch der Zylinderkopf. Es sieht eigentlich nur Plug and Play aus. Genau, es ist von außen original, aber innen drinnen ist es schon bearbeitet, dass das Ganze passt. Die Steuerkette zum Beispiel haben wir anfertigen müssen. Das kann ich sagen, das ist wirklich eine neue Anfertigung. Weil da ist immer um Millimeter gegangen, das hat nicht gepasst, zu lang, zu kurz, das hat nicht funktioniert. Aber ich sehe auch zum Beispiel, Ölfilter ist genau der Originale. Ja, genau, alles original. Füllmengen auch ganz normal. Ganz wie Serie, alles ganz normal. Dadurch, dass wir jetzt wirklich den Zylinder nutzen können, haben wir ja wirklich das bombige Drehmoment, können auf die hohe Drehzahl verzichten. Genau. Und dadurch haben wir auch eine Reichweite. Weil mit meinen Prototypen, da sind wir jetzt letztens 220 Kilometer gefahren. Im homologierten Zustand. Jetzt im offenen Zustand ist es natürlich schon mehr, muss ich sagen. Ja. Aber ist ungefähr so mit GTS 300 vergleichbar, wenn die getuned sind. So, und jetzt zum Abschluss hat uns der Christian noch ein Sahnestückchen. Wie wir sehen, 125 iJet-Motor. Wie viel PS sollen resultieren am Schluss? 35 PS am Hinterrad sollten mit 328 echten Kubik. Und das in einer Primavera. Genau, das ist das Ziel. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, Daumen hoch, Kanal abonnieren und Glocke läuten. Genau. Perfekt, oder? Servus. Super.